Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Und zwar drehen wir heute unser Part 2 von unserer Kennenlern-Story, weil die Nachfrage sehr groß war und wir wollten uns mal für die ganzen positiven Kommentare bedanken. Wir hätten nicht gedacht, dass es so gut bei euch ankommt. Deswegen starten wir jetzt auch direkt. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, klickt auf jeden Fall auf den ersten Teil, sonst versteht ihr die ganze Story jetzt nicht. Weil wir sind ja stehen geblieben, als wir dann halt fest zusammen waren, und ja, dann kam unsere Beziehung auch sehr schnell ins Rollen. Und unsere Familien wussten dann auch nach 5 Monaten Bescheid. Ob wir es wollten, nein, aber es ist halt so passiert. Ja, auf jeden Fall bin ich dann öfter zur Keller gefahren mittlerweile, fast jede Woche, spätestens alle 2 Wochen eigentlich. Ne, und die Anfangszeit war es halt so, dass wir uns dann meistens für einen Tag gesehen haben. Meistens am Samstag bin ich dann morgens losgefahren. Wir haben uns getroffen, sind immer essen gegangen durch die Stadt, ne, haben den Tag miteinander verbracht und ja, das war dann der Lauf der Dinge. Ne? Und irgendwann kam es halt dazu, ich war weg, beziehungsweise habe auch das Auto von meinen Eltern genommen. Und die fragen ja, wohin gehst du? Ach so, und ja. Dann, als ich dann Dortmund gesagt habe, ey, du warst so ehrlich? Ja, wieso? Ich sag, ja, ich habe ein Mädchen kennengelernt. Er hat einfach direkt gesagt, und, ich habe eine Freundin in Dortmund. Ja, meine Schwester hat das auch mehr oder weniger an meine Eltern verraten. Sie hat mich verpetzt. Und sie hat direkt mein Instagram der ganzen Familie gezeigt. Ja, Daphne, wieso machst du sowas? Full-Face Make-up, ne? Und ey, da freut sich auf jeden Fall keine Schwiegermutter. Jede Mutter eines Sohnes, wenn die Freundin voll geschminkt auf Instagram posiert, ne? Und meine Eltern hatten dann direkt, also meine Mutter hat direkt ein schlechtes Bild von Kerda. Ne? Naja, ja, das war's dann erstmal. Also meine Eltern haben so herausgefunden, das ist halt, ich kann nicht gut lügen und ich habe mich auch eigentlich nie so krass fertig gemacht, wenn ich in meiner Stadt rausgegangen bin. Meistens bin ich nur mit einem Jogger rausgegangen, außer wenn wir jetzt abends mit Freundinnen rausgehen. Das Ding ist, ich habe mich dann halt tagsüber auch schick gemacht. Das ist mir normal, ich habe ein Date und so. Deswegen hat meine Mutter schon gecheckt. Sie meinte immer, wohin gehst du so aufgestylt mit Mantel, geschminkt, das und das. Ich so immer, ja, das und das. Ich weiß gar nicht mehr, was ich als Ausrede benutzt habe. Auf jeden Fall war das dann so. Eines Abends habe ich mit Divin telefoniert und ich bin so dumm. Ich habe ihn einfach als Divin-Herz eingespeichert. Und dann kam sie so abends, ich habe mit Kopfhörer telefoniert und habe mein Handy so da liegen lassen. Meine Mutter kommt ins Zimmer, meinte, mit wem telefonierst du? Und nimmt mein Handy, meine Mutter ist sehr neugierig, und guckt, sagt sie so, Divin. Sie so, wer ist Divin? Und ich so, das ist meine Freundin. Ich sag, das ist meine Freundin. Sie so, bist du dumm? Ich weiß doch, dass Divin kein Mädchenname ist. Das ist nicht deine Freundin und so. Ich so, doch, das ist meine Freundin. Hab diskutiert. Keine Ahnung, ich hab's einfach nicht eingesehen. Auf jeden Sich dann so stehen lassen, ist aus dem Zimmer, und dann hat sie halt diese ganze Situation beobachtet. Bis ich eines Tages rausgegangen bin und sie hat sich dann am Tisch gesetzt und meinte, Chiara, entweder sagt sie gesagt, schwör auf mich oder schwör auf meinen Tod, du hast keinen Freund. Und ganz ehrlich, Leute, da lüge ich nicht. Dann sage ich, ja Mama, ich habe einen Freund. Ich habe einen Freund. Ich habe mich richtig ertappt gefühlt. Ich habe mich auch irgendwie, ich musste voll lachen und ich so, oh nee, Mann, jetzt weiß sie das. Und dann hat sie gesagt, das erste, was sie gesagt hat, zeig ein Bild. Sie hat gesagt, zeig ein Bild. Und dann hat sie gesehen, Divin sieht gut aus. Hat sie einfach so einen Blick gegeben. Und ja, aber mein Vater und mein Bruder wusste das schon. Er musste uns immer ein bisschen decken. Also ich erzähle meinem Bruder eigentlich alles so. Und deswegen, er wusste das, aber mein Vater wusste das natürlich noch nicht. Und deshalb wollte ich ihn auch erst gar nicht erzählen. Und ja, was war dann? Dann war das, bei mir geht's ja noch weiter. Stimmt. Dann nach einer Woche. Ach so, ein Fun Fact ist, immer wenn Divin mich auf mein Handy angerufen hat es auch bei meinem Vater geklingelt, wenn ich nicht drangegangen bin. Ja, Chiara hatte diese Rufweiterleitung, glaube ich.
Dann habe Kennt ich das ein paar jemand? Mal mit ihrem Vater auf jeden Fall telefoniert. Ich so, hallo? Und immer Hallo? wenn, ja, immer wenn Also ich nicht ja, drangegangen bin, ne? ja, die ist dann nicht drangegangen und dann habe ich die ersten paar Sekunden erst mit ihrem Vater telefoniert. Aber Ne? Aber ich zehnmal! habe das halt auch nicht gecheckt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist Keras Vater. Und beim dritten, vierten Mal hat er gesagt, ja, was soll das? Ja, Wer immer bist wenn ich du? nicht drangegangen bin, Wieso rufst du hat es immer bei ihm an? geklingelt. Und er ist richtig ausgerastet. Und ich so, fuck, das ist mein Vater. Das ist mein Freund. Ich so, oh scheiße. Ich dachte mir einfach nur, oh bitte, lass mich also dann habe ich auch geschrieben, ey, wenn du mich anrufst, schreib mir erstmal, damit ich dran gehen kann. Wenn nicht, rufst meinen Vater an, habe ich gesagt. Und ja, auf jeden Fall war das jetzt so eine zeitliche Geschichte. Ja, so wussten halt unsere Eltern Ja. irgendwann Bescheid. Ja. Warte, meine Mutter hat mich ja verpetzt. So. Eine Woche später, Mama hat mir nämlich versprochen, sie sagt es Papa nicht. So. Und dann nach einer Woche, ich bin gerade so meine Nudeln am Essen, ich chill so voll mein Leben. Sie sagt einfach, ja, ich glaube, deine Tochter muss dir mal was sagen. Ich wusste direkt, was sie meint. Und ich guck sie an, ich so, hä, gar nichts und so, Papa, ne? Ich so, keine Ahnung, was die will. Ich versuche immer noch schlecht zu lügen. Ich so, ach, die will nichts, ich will nichts sagen. Mama so, doch, sag und so, ne? Ich so, nein, was willst du? Ich war richtig sauer, ne? Auf einmal, mein Bruder er kommt in die Küche. Chiara hat einen Freund. Ich stehe da so, mein Vater guckt mich an. Er guckt mich richtig an, ne? Also, was? Wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist einfach raus, hat die Tür zugeknallt und nach 10 Minuten kommt er rein und wollte alles wissen und er war so sauer. Er war sauer. Er sagt, was ist das für ein Landsmann? Erste Frage. Wie alt ist er? Zweite Frage. Woher kommt er? Und das Schlimme ist, wie willst du den Eltern erzählen, dass du einen Jungen triffst, der 300 Kilometer von dir entfernt wohnt? Für mich war das so, oh, das macht die ganze Sache noch ein bisschen schlimmer. Und mein Vater hat dann einen Tag nicht so mit mir geredet und ja, für ihn war es ein Problem, dass ich einen Freund hatte, wer ist jetzt mein Mann? Auf jeden Fall, für ihn war das ein Problem, dass ich einen Freund habe. Und für meinen Vater war es auch nie wichtig, ich sage das jetzt mal kurz, was für eine Nationalität er hat, weil mein Vater hat mir immer gesagt, egal was für eine Nationalität, Hauptsache du bist glücklich, Hauptsache er ist ein guter Mensch und der Rest ist scheißegal. Meine Familie ist voll heißt es Multikulti? Mhm. Multikulti. Ich habe albanische Cousine, ich habe eine bosnische Cousine, ich habe polnische Cousine, ich habe türkisch-italienische Cousine. Deswegen, wir sind das schon gewohnt, dass man vielleicht nicht mit der gleichen Nationalität kommt. Und ja, am nächsten Tag kam dann mein Vater zu mir und meinte, am Sonntag um 17 Uhr will ich ihn kennenlernen. Ich so, warum willst du ihn kennenlernen? Ne, man macht das ja eigentlich nicht so schnell. Er sagt, ich will wissen, mit wem du rumläufst. Ich muss ihn abchecken. Wenn er schlecht für dich ist, dann wirst du ihn nie wieder in dein Leben sehen. Und wenn gut, dann akzeptiere ich die Beziehung, weil mein Vater wollte unbedingt wissen, mit wem ich draußen so rumlaufe. Ist ja auch selbstverständlich. Ja, und dann überlasse ich den nächsten Part dir. Für mich war Ja, also das war ungefähr, nachdem wir so 5 Monate zusammen waren, habe ich dann ihre Eltern kennengelernt. Boah, das war so schlimm. Wie gesagt, war ein Sonntag, 17 Uhr. Ich war natürlich früher da. Ich habe dann vor der Tür gewartet. Bis es 17 Uhr war, dann hat er erst geklingelt. Bis 16:59 Uhr. Und dann habe ich vor der Klingel gewartet. Und dann um 17 Uhr habe ich dann drauf gedrückt. Bin hochgegangen, war natürlich richtig aufgeregt. Oh, Baby. Ne? Bin dann hoch. Für alle, die das nicht wissen, Chiaras Vater ist auch Kampfsportlehrer. Ne? Er ist Trainer. In MMA. Heißt es MMA macht er, ne? Und ja, ist halt nicht der ideale Schwiegervater zum Kennenlernen, sag ich mal. Ja, ist gewesen. nicht so einfach bei mir. Ne? Und dann bin ich hoch, habe ihre Mutter begrüßt. Ne? Meine Mutter hat ihn von der ersten Sekunde an geliebt, weil er hübsch war. Weil er hübsch ist. In die Küche, habe ihren Vater begrüßt, habe mich dann gesetzt, ne? Und wir haben erstmal da vielleicht 5 Minuten geredet am Esstisch und dann hat mich ihr Vater
ins Wohnzimmer sozusagen verschleppt. Ich nenne es verschleppt, weil er nie wieder rauskam. Die Tür zugemacht und dann haben wir erstmal locker geredet. 1,5 Stunden geredet. Weil geredet und ein paar gemacht. Regeln aufgestellt. Ja, wie das alles zu laufen hat, was genau da gesagt wurde. Hat er mir selber auch nicht gesagt. Das bleibt hinter verschlossenen Türen. Ne? Das hört sich voll gut. Ja, irgendwann nach einer Stunde ungefähr kam ich. Hat er den Test bestanden? Ja, kam ich erstmal raus. Ne? Und naja, wir haben gequatscht, gegessen, bis der Tag dann zu Ende war. Dann ging er, wie gesagt, zu Ende und ja, er hat den Test gut bestanden. Mein Vater, als er dann halt gegangen ist, meinte, ist ein ordentlich, hat er gesagt, hat auch direkt gemerkt, Devin ist ein guter Mensch. Dann wollten meine Eltern auch, dass ich seine Eltern kennenlerne. Die meinten, ja, jetzt wo er uns kennengelernt hat, solltest du auch seine Eltern kennenlernen, damit wir sehen, es ist ernst. Alter Schwede, ich war 16, ich so, was geht ab? Ich so, was geht ab? Was wollen die alle von mir? Und das ist schon ich habe dann auch heftig. meiner Mutter gesagt, dass ich möchte, dass die Kerla kennenlernen. Ja. Ich habe wir haben dann auch einen Termin ausgemacht, ungefähr 3-4 Wochen später, nachdem ich ihre Eltern kennengelernt habe. Ja. Ne, und meine Mutter meinte dann, ja, bist du dir sicher? Ne? Die war halt irgendwie immer noch so ein bisschen abgeneigt, weil sie immer noch das Bild von Insta in ihrem Kopf hatte. Ne, da meinte ich, mach dir keine Sorgen, du wirst sie mögen, sonst würde ich sie ja gar nicht nach Hause bringen. Ne? Dann kam es halt dazu, wir haben dann Blumen geholt zusammen, Kerla und ich. Ich war so aufgeregt. Und dann standen wir vor der Tür. Boah, das war ein Moment, Leute. Ich glaube, ich war noch nie in meinem ganzen Leben so aufgeregt, außer bei meiner Führerscheinprüfung. Aber das war, also genau in dem Moment, als ich geklingelt habe, ich schwöre, ich wollte wegrennen. Ich schwöre, ich so, Devin, ich kann das nicht. Ich guck Devin an, ich so, ich kann das nicht. Weil ihr müsst euch vorstellen, ihr geht in einer fremden Stadt, zu einer fremden Familie, die euch wahrscheinlich gar nicht mag, weil sie halt dein Insta hat dir nicht gefallen, keine Ahnung, die dich wahrscheinlich nicht mag und du musst da jetzt einen guten Eindruck hinterlassen. Leute, das ist nicht einfach. Das war echt nicht einfach. Und dann hat sie die Tür aufgemacht und was war das Erste, was sie gesagt hat? Das war eigentlich... Sie hat gesagt, bu çocuk da. Also sie ist noch ein Kind. Ne? Weil sie ist ein kleines Baby, sag ich mal, ne? Sie ist ein ganz kleines Baby und ungeschminkt, beziehungsweise sehr, sehr wenig geschminkt. Und nicht wie damals, also wie auf den Bildern, Lippen übermalt, Lashes. Alter. So. Das war damals Trend. Auf jeden Fall war sie ganz natürlich. Ne? Und meine Mutter hat gesagt, im Laufe, also am Anfang hat sie dann halt gesagt, ja, die kann man ja nur mögen, weil sie so, im Türkisch sagt man Candan, so vom Herzen, so herzlich, ein herzlicher Mensch ist. Ja. Ne? Und sie hat auch so leckeres Essen gemacht. Sie hat mein Lieblingsessen gemacht, so Hähnchen mit Reis und Sahne, so ihr wisst, das ist das Beste. Und ich konnte das nicht essen, weil ich so aufgeregt war. 3 Löffel oder so gegessen. Ich konnte nicht, obwohl das so lecker war. Ich war zu aufgeregt, das war die ersten Monate immer so. Immer wenn ich bei euch war, ich konnte nicht aufessen. Und das Ding war ja, dann war ich da, wir chillt, auf einmal seine ganze Sippschaft kommt. Du hast alle eingeladen, seine Oma, seine Jenge, alle kamen und ich saß da so, oh hell no, Naja, auf jeden Fall war richtig eingeschüchtert. Waren meine Eltern sehr positiv überrascht, ne? Und haben die direkt ins Herz geschlossen. Ich habe sie auch direkt ins Herz geschlossen. Die sind wirklich toll. Also die waren richtig süß zu mir von der ersten Sekunde an. Die haben mich behandelt wie so eine Prinzessin. Das war krass. Immer noch machen die es natürlich. Aber es war schon, man hat sich direkt wohl gefühlt. Ja, und irgendwann unsere Eltern wollten sich natürlich dann auch gegenseitig kennenlernen. Wir haben dann auch einen Termin nochmal ausgemacht, wo wir dann uns richtige Dings bei Chiaras Onkel getroffen haben. Der hat eine Pizzeria, ein Restaurant und ja, haben gequatscht, die haben sich ein bisschen unterhalten, sich kennengelernt. Ja, das lief auf jeden Fall gut. Ja, hatten wir echt Glück.
Ne? Also man muss halt so ein Glück haben, dass sich die Eltern direkt auf Anhieb verstehen. Ne? Die haben Das sich Ding jetzt nicht ist, direkt von Minute 1 geliebt, aber die haben sich auf jeden Fall unterhalten, sich gut verstanden. alles ist ja am Anfang immer nett. Man lernt sich ja erstmal kennen, da ist jeder nett. Aber die haben sich halt immer schon gut verstanden. Es war einfach so. Ja, und ja, unsere Beziehung, das war halt so ein nächster Schritt in unserer Beziehung. Es hat halt vieles einfacher gemacht, sodass unsere Ja. Eltern sich gegenseitig kannten, ne, dass man auch weiß, ob die in guten Händen sind, also ob Kerda bei meinen Eltern in guten Händen ist und Ja. ich in guten Händen bei Kerdas Eltern, ne, auch wenn es für meine Eltern, glaube ich, nicht so wichtig war, in was für Händen ich bin. Ey, hör auf das Ja, zu also sagen. das ist ja so, Schatz, Mann. vielleicht bei Also, Jungs ist das ja noch so eine er will andere damit Sache. sagen, er möchte damit sagen, dass es alles einfacher gemacht hat und meine Eltern haben seinen Eltern sofort vertraut und deswegen durfte ich auch öfters nach Braunschweig. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ist auch sehr wichtig zu erwähnen und zu erklären, weil wir haben uns jetzt ziemlich oft gesehen, immer das Wochenende. Und jetzt fragt euch, ja, wie habt ihr das denn mit dem Übernachten gemacht? Ich durfte bei ihm übernachten und er durfte bei mir übernachten. So, jetzt kommt der springende Punkt. Da ich mich sehr gut mit seiner Schwester verstanden habe, sie ist wie meine Schwester, mehr meine Schwester als seine, ehrlich gesagt. Wir sind einfach wie Schwestern geworden. Ich habe immer in ihrem Zimmer übernachtet, also wir haben zusammen in einem Bett geschlafen, hat Defne auch nicht gestört. Und er hat immer bei meinem Bruder übernachtet. Mein Bruder hatte so ein Ausziehbarbett und da hat er immer unten geschlafen. Mein Bruder hat oben geschlafen, weil meine Eltern haben es halt nicht geduldet und seine auch nicht, dass wir zusammen übernachten. Weil viele das immer dachten, nee, wir mussten halt bis zur Ehe, richtige Hochzeit, in getrennten Zimmern schlafen und das ist auch Vernünftig. ja, vernünftig. Und, Leute. Auf jeden Fall hatte man auf jeden Fall dadurch mehr Zeit am Wochenende. Wir haben uns gefreut. Ja, wir hatten auf jeden Fall mehr Zeit, die wir zusammen miteinander verbringen konnten. Ja. Ja. Und das war der zweite Teil unserer Kennenlern-Story. Wie gesagt, wir hatten jetzt keine Probleme mit diesen verschiedenen Nationalitäten, weil ja, es ist halt bei uns in der Familie so, dass wir halt kein großes Problem haben. Bei ihm war es jetzt auch nicht das Problem. Wir haben uns direkt gut verstanden und ich denke, dass es auch sehr wichtig ist, nur den Menschen zu sehen und nicht seine Religion, seine Nationalität. Erstmal nur den Menschen und wenn ein Mensch gut ist zu dir, warum sollte er aufgrund seiner Nationalität nicht zu dir gehören? Ich verstehe, also wisst ihr, was ich meine? Ja, und ich sag mal so, die gleiche Nationalität zu haben, die gleiche Religion zu haben, macht einiges, sag ich mal, unkomplizierter, alles einfacher, ne? Aber ich sag mal so, die italienische Kultur beziehungsweise sizilianische Kultur hat nicht so krasse Unterschiede mit der türkischen, ne? Die sind, sag ich mal, vom Kopf her ziemlich gleich. Ja, und ihr müsst auch ein bisschen Geduld haben. Die Zeit spielt auch eine große Rolle. Ihr könnt halt nicht von heute auf morgen erwarten, dass eure Eltern jemanden direkt ins Herz schließen oder direkt alles akzeptieren müssen. Es muss nicht so sein. Und ja, was ist der Spruch von heute, den ich nicht weiß? Was ist der Spruch von heute? Spruch. Liebe kennt keine Nationalität. Liebe kennt keine Grenzen. Nein. Na, egal, also Nein, war nicht gut. Oh Mann. Egal welche Kultur, egal welche Nationalität ihr habt, egal welche Religion ihr habt. Wenn man sich liebt, dann liebt man sich, ganz ehrlich. Man liebt sich und Liebe überwindet alles. Ja, und man sollte nicht aufgeben. Guck mal, wir sind jetzt verheiratet, wir sind glücklich. Wir sind einfach glücklich, weil wir halt auch, ja, wir sind dieses Risiko eingegangen, oder? Ja. Ja. Welches Risiko? Weiß ich nicht. Wir haben es einfach gemacht. Wir haben es, ja, weiß ich nicht. Just do it. Just do it, ja. So, danke Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like. Daumen oben da, abonniert fleißig. Danke für die vielen zahlreichen Kommentare, Views, alles. Abonnenten. Danke für alles und bis zum nächsten Mal. Tschüss.